Nimm deine Zeit ernst, sagte einst einer der wohl erfolgreichsten Menschen der Gegenwart. Leave it for later, also auf Deutsch, lass es für später, ist keine Phrase, die du im Wortschatz von Bill Gates jemals finden wirst. Und er ist auch definitiv kein Nutzer von To-Do-Listen. Aber wie strukturiert ein erfolgreicher Mensch und Unternehmer, der keinen Stab an Angestellten zur Verfügung hat, sein Daily Business? Kennst du das Problem? Wenn du unglaublich viele Dinge erledigen musst oder möchtest und der Tag einfach wieder mal nur 24 Stunden hat? Und vielleicht kennst du das auch, dass du sogar noch weniger schaffst, wenn du viel zu tun hast, sodass du gar nicht mehr weißt, wo du überhaupt anfangen sollst. Zu viele Prioritäten und man resigniert einfach nur noch und verschiebt wieder mal. Ich selbst kenne das, beziehungsweise ich kannte das sehr gut. Viele Jahre wurde alles, was zu erledigen war oder einfach, was ich nicht vergessen durfte, in Excel-Liste, Kalender oder Wochenplaner notiert. Natürlich kam immer wieder was dazwischen oder ich hatte mir für die Woche einfach zu viel vorgenommen. Schlussendlich verbrachte ich viel Zeit mit Verschieben, Umplanen, neu priorisieren und war am Ende der Woche meist frustriert, weil vieles unerledigt blieb. Die nicht so dringenden, aber eigentlich wichtigen Aufgaben blieben häufig auf der Strecke. Im Laufe der Zeit habe ich natürlich zahlreiche Programme ausprobiert und einige dieser Tools hatten richtig Potenzial. Aber irgendwie hat immer wieder etwas gefehlt, um mich zum Umstieg zu bewegen, bis ich dann nach langem, sehr langem Zögern dieses eine Tool getestet habe, das mir immer wieder empfohlen wurde. Aber natürlich war ich aufgrund meiner Erfahrungen mit anderen Planungstools sehr skeptisch und dementsprechend kritisch bin ich auch an die Sache herangegangen. Bestimmt würde ich nach kurzer Zeit wieder etwas finden, das doch nicht zu meinem Workflow passt. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Es sah tatsächlich so aus, als ob das die Lösung für mein To-Do-Debakel sein könnte. Da ich mich natürlich nicht so einfach von meinen alten Gewohnheiten trennen konnte, führte ich parallel dazu mein altes, zugegeben unproduktives System weiter. Nach einem Monat Testphase habe ich dann tatsächlich zu 100% auf Meistertask umgestellt und seither keine andere To-Do-Liste mehr in Verwendung. Also ein echter Meilenstein für mich, weil ich seitdem immer und überall, weil es auch am Smartphone funktioniert, cool funktioniert sogar, auf meine Aufgaben zugreifen kann und vor allem auch an Wichtiges pünktlich erinnert werde. Genauso, wie ich es mir eigentlich immer gewünscht hatte. Und so bewahrheitet sich plötzlich auch ein anderes wichtiges Zitat vom lieben Bill Gates, nämlich: Wir überschätzen immer die Veränderungen, die in den nächsten 2 Jahren eintreten werden und unterschätzen die Veränderungen, die in den nächsten 10 Jahren eintreten werden. Nach genau dieser Devise kümmere ich mich nun viel mehr um wichtige Dinge, die mich persönlich oder für mein Business langfristig Sinn machen und weniger um vermeintlich dringende Aufgaben, die mich auf lange Sicht nicht voranbringen. Also wenn auch du eine passende Lösung suchst, die in der Basisversion übrigens völlig kostenfrei ist, solltest du dieses Video auf jeden Fall bis zum Ende schauen und dir meinen Bonus sichern. Okay, genug von mir. Lass uns nun ein wenig in Meistertask eintauchen. So, wir befinden uns hier jetzt auf der Startseite meistertask.com, die deutsche Version. Meistertask ist DSGVO-konform. Es ist ein SaaS, sogenanntes Software-as-a-Service-Lösung. Das heißt, du brauchst nicht Dateien lokal abspeichern, du brauchst eigentlich überhaupt nicht speichern, weil jede Änderung sofort aktuell übernommen wird und gespeichert wird. Rechts oben findest du den Bereich Anmelden oder wenn du zum ersten Mal einsteigst, natürlich registrieren. Gut, dann gehen wir mal ins Backend. So, wenn wir angemeldet sind, sieht das im Normalfall so aus. Du kannst Background natürlich ändern, du kannst dein eigenes Bild verwenden, du kannst alles eigentlich so gestalten, wie es für dich und deinen Workflow oder deine Vorlieben einfach passt. Hier haben wir den Überblick, das ist eben Dashboard. Dann gibt es noch die Ansicht Agenda, also was zu erledigen ist. Hier gibt es dann Berichte, aktuelle Berichte. Ich habe jetzt einfach mal, nehmen wir mal ein Projekt.
Hier sind natürlich von mir mehrere Projekte. So, das ist jetzt ein Projekt für Webschule zum Beispiel, und du siehst hier, Meistertask ist grundsätzlich so aufgebaut, dass es im Kanban-System funktioniert. Das heißt, wir arbeiten uns im Normalfall von links nach rechts durch. Hier habe ich es für mich zum Beispiel in der linken Spalte sind Ideen. Hier offene Sachen. Hier habe ich, was in Arbeit ist. Momentan nichts, das ist gut, aber okay, das ist eher ein Vorzeigeprodukt. Dann gibt es für mich die Spalte wartend, also wo ich auf Rückmeldung warte oder eben aktuell nichts tun kann. Und dann gibt es den Bereich erledigt. So, wenn wir jetzt mal auf eine, gehen wir einfach mal hier hinein. So. Hier gibt es eben jetzt die Option, die legst du selber an, wie du magst. Hier zum Beispiel für eine Sprachschule, Terralingua mehrsprachig. Hier kannst du Checklisten hinzufügen, Anhänge, Bilder, Videos, alles Mögliche kann hier hinzugefügt werden. Nachdem das jetzt eine Datei ist für mich alleine, gibt es natürlich nur den Dieter Hofer hier. Das heißt, wenn ich die Aufgabe zuweise, dann weise ich sie mir leider selber zu. Fälligkeit. Okay, bis 30. Juni ist okay, mehr muss ich nicht machen. Hier kann ich noch einstellen, wann ich sie genau planen will. Das brauche ich jetzt nicht. Hier habe ich mir einige Tags vorbereitet. Das heißt, ist in Arbeit, ist offen. In dem Fall ist es noch offen, weil ich nichts gemacht habe. Abhängigkeiten, zuerst Beobachter, das ist natürlich nur, wenn mehrere Leute im Team zusammenarbeiten oder wenn du einen externen hinzufügen möchtest, was jederzeit möglich ist. Abhängigkeiten, das heißt zum Beispiel, gewisse Sachen können erst gestartet werden, wenn dieses oder jenes in der Zwischenzeit erledigt wurde. Hier siehst du dann erstellt am, geändert am, und du siehst jede Änderung. Also wenn ich hier jetzt einfach nur einen Kommentar hinzufüge und speichere, wird der Kommentar immer synchron. Es ist wie ein Tagebuch, wird immer mitgeführt, du kannst nichts vergessen, es speichert immer automatisch. Du musst auch nichts tun, du klickst irgendwas an und bist wieder in deiner Übersicht. Du kannst entweder im Browser zoomen, das Ganze vergrößern oder verkleinern, wie du möchtest. Oder eben, wenn es unübersichtlicher wird, einfach dann die Balkenfunktion nutzen, wie du sie auch aus Microsoft-Anwendungen kennst. Was sind aber nun die wesentlichen Vorteile von diesem Tool? Die wesentlichen Vorteile, die ich für mich hier sehe, ist, dass ich erstens den Workflow so gestalten kann, wie es für mich passt, dass ich optisch auch das so richten kann, dass mir sofort rot ist, für mich immer wartend, da kommt etwas, da brauche ich Rückmeldung. Du kannst auch mit Symbolen noch arbeiten und vor allem das Wesentliche für mich, was du hier siehst, du kannst Automationen hinzufügen. Das heißt, sobald ich jetzt etwas zum Beispiel von hier weiter schiebe nach in Arbeit, wird hier hinzugefügt, dass die Aufgabe sofort mir zugewiesen wird. Und falls ich zum Beispiel von hier nach hier was verschiebe, eine Option, die vorher auf wartend war, also auf Rückmeldung warten, sobald sie in Arbeit ist, wird der Tag wartend wieder entfernt, damit man sieht, okay, jetzt ist wieder Aktivität gefordert. Und so arbeite ich mich quasi von links nach rechts durch, bis eine Aufgabe erledigt ist. Wobei du bei erledigt dann natürlich immer noch entscheiden kannst, soll sie sichtbar bleiben und nur als abgeschlossen definiert werden oder soll sie gänzlich gelöscht werden. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal zu dieser Aufgabe zurück. Die ist natürlich noch nicht zugewiesen. Das nehmen wir wieder raus. Ich habe es ja noch nicht zugewiesen. So, dann geben wir einen Checklisteneintrag hinzu. Was ist zum Beispiel noch zu tun? Hier ist noch die Website erstellen. Zum Beispiel ein weiterer ist Mitbewerb analysieren. Das wäre normalerweise wahrscheinlich eine eigene Aufgabe, aber okay, nur damit du siehst, wie es funktioniert. Im Anhang hinzufügen, wie gesagt, Fotos, Videos, Dateien, Excel-Listen, PDFs, alles kann hinzugefügt werden. Und wie gesagt, du musst nichts speichern, sobald du irgendwo klickst, ist die Sache erledigt. So. Ich schiebe jetzt die zum Beispiel weiter und sage, gut, die ist jetzt offen. Die muss
gemacht werden. Jetzt kann ich sie mir zuweisen selber, muss ich aber nicht manuell tun. Nachdem ich ja alleine arbeite, schiebe ich sie einfach hier rüber in diese Spalte und du siehst plötzlich, aha, jetzt ist sie mir zugewiesen, hat den Status offen, muss bis 30. Juni 2022 erledigt werden. Es gibt eine Checkliste dabei mit 2 Punkten, wobei noch nichts erledigt ist davon, und es gibt einen Kommentar. So, jetzt will ich zum Beispiel auch ein Mindmap Webprojekt erstellen. Das soll auch mir zugewiesen werden. Das hat jetzt noch keine Fälligkeit. Das ist ein längerfristiges Projekt, das ich bis Ende Juli erledigt haben will. Hier habe ich einen Anhang hinzugefügt. Das ist hier zum Beispiel die komplette Navigation, wie ich mir die Seite vorstelle. Das ist jetzt verknüpft mit einem anderen Tool. So, diese Datei ist jetzt in MindMeister erstellt. Das ist ein anderes Tool, auch vom gleichen Anbieter. Aber du siehst, ich habe den Anhang hier, in dem Fall jetzt nur als Bilddatei. Ich könnte aber natürlich auch die MindMeister-Datei direkt verlinken und hier direkt auch weiter bearbeiten, was ich im Workflow für mich eigentlich immer so nutze. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu dieser Aufgabe. Dann erstellen wir zum Beispiel eine neue Idee. Gut, dann haben wir hier zum Beispiel, was haben wir hier bei offen? Kurze Einführungsvideos erstellen. Aha, da haben wir zum Beispiel Logo kommt von der Agentur bis Ende Juni, neue Webcam bestellen, das kann ich abhaken, das ist in der Zwischenzeit tatsächlich erledigt. Die Aufgabe weise ich mir jetzt selber zu. Nachdem wir aber warten müssen, schiebe ich es jetzt in wartend. So, und jetzt siehst du, die Zuweisung ist wieder weg, weil ich habe jetzt aktiv nichts zu tun. Das heißt, das ist nicht bei meiner täglichen Agenda zu finden. Und die Rückmeldung wartend. Hier könnte ich jetzt natürlich noch eine Fälligkeit einsetzen und sagen, okay, hier haben wir bis Ende Juni, also sollte ich bis 30. Juni keine Rückmeldung haben, dann ploppt es auf bei mir und sagt, Achtung, Moment, da warten wir auf Rückmeldung. Du hast hier oben dann immer die Projekteinstellungen. Siehst dann gelöschte, archivierte, du kannst Icons ändern, Hintergrundbild ändern, du kannst jede Spalte duplizieren, das ganze Projekt archivieren, das Projekt drucken, exportieren, die Zeiterfassung exportieren, du kannst es mit anderen teilen, du kannst Kollegen oder Freunde einen Einladungslink schicken, sodass die mitarbeiten oder zumindest Einsicht haben in Teile von deinem Projekt oder in Aufgaben, wo du das einfach möchtest. So, in den Projekteinstellungen hast du jetzt hier zum Beispiel, das ist jetzt ein privates Projekt, so, du hast die Info, du kannst das betiteln, wie du das willst, wem gehört das, das ist wichtig, weil auch wenn du Einladungen verschickst, ist immer klar, das Projekt wurde von dir erstellt und gehört dir. Und du solltest natürlich nie Administratorenrechte vergeben, sondern das bei dir behalten. Dann gibt es hier Mitglieder, da gibt es in dem Fall bei dem Projekt nur mich. Power-Ups, das sind dann Zeiterfassung, Zeitleiste, Aufgabenabhängigkeiten, du kannst Rollen und Rechte vergeben, du kannst mit externen Softwarelösungen, Schnittstellenanbindungen wie Zapier, GitHub, du kannst mit Office 365 arbeiten, du kannst mit Slack, kannst Google Kalender integrieren, mit Zendesk arbeiten und so weiter. Dann ein spannender Punkt, den ich sehr oft nutze, das sind Automationen. Automationen zum Beispiel in einer Spalte die Zuweisung, dass ich das erledigen muss, dass ein Status aktualisiert wird. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in die Spalte warten schiebe, dass der Status verändert wird und keine aktuelle Tätigkeit notwendig ist, dass Tags aktualisiert werden und so weiter. Du kannst hier, haben wir die Übersicht, welche Automationen kann man überhaupt vergeben. Aufgabe zuweisen, Status aktualisieren, Aufgaben verschieben, auch in andere Projekte, Fälligkeitsdatum aktualisieren oder wenn du doch irgendwo siehst, hui, du bist weit über die Zeit oder es hat sich die Priorität verändert, einfach auf Zurücksetzen gehen.
Du kannst die Zeiterfassung aktivieren, was ganz spannend ist, wenn du im Team arbeitest oder eben in einer Agentur arbeitest und für externe Auftraggeber auch belegen musst, wie lange du an gewissen Schritten gearbeitet hast. Das wird automatisch dann im Hintergrund mit erfasst und zeigt einen schönen Überblick. Du kannst Tags aktualisieren, Checklisten hinzufügen, wiederkehrende Aufgaben. Ganz interessant, wenn du jetzt zum Beispiel für tägliche, wöchentliche oder monatliche Routinen einfach was vorbereiten willst, wenn du dich selber an deine, so wie bei mir zum Beispiel, an die monatliche Buchhaltung, wo man denkt, okay, die vergisst man eh nicht, aber der 15. ist immer schneller da, als es mir lieb ist. Du kannst E-Mails versenden, das heißt, du kannst das automatisieren, wenn jetzt zum Beispiel Aufgabe Kunde X in die Spalte mit dieser Automation rutscht, dass eine E-Mail geschickt wird, entweder an dich selbst oder an jemanden, der jetzt weiterarbeiten muss dran zum Beispiel. Du kannst eine Slack-Nachricht verschicken oder du kannst dich über Office 365 benachrichtigen lassen. Dann hast du hier die Optionen für Checklisten. Es wird immer wieder vorkommen, dass du verschiedene Aufgaben anlegst für dich oder eben, wo sich der Ablauf immer wiederholt, wo du sagst, okay, das sind immer diese 3 oder diese 5 Punkte, die immer durchgearbeitet werden müssen. Das heißt, Unterlagen prüfen auf Vollständigkeit zum Beispiel, die Adresse und Kontaktdaten überprüfen, vorbereiten für den Kollegen. Und so in der Art, da ist der Fantasie eigentlich freier Lauf gelassen. Die kannst du hier hinterlegen für alle deine Projekte. Also das ist wirklich projektübergreifend. Wenn du sagst, ich nutze eine Checkliste, mein Workflow ist immer so und so und so, dann kannst du praktisch diese Checkliste für jede Aufgabe in jedem Projekt nutzen. Dann gibt es hier die Tags. Hier sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Du kannst die Tags auch farblich oder mit anderen Icons nutzen. Ich habe jetzt hier in diesem Projekt nur diese 4. Du kannst aber wirklich beliebig erweitern. Und dann gibt es noch die Option Felder. Das heißt, benutzerdefinierte Felder definieren, die du brauchst. Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest immer direkt unter dem Aufgabentitel eine fortlaufende Nummer zum Beispiel haben oder ein Dropdown-Menü, weil du auswählen willst, oder du willst eben verschiedene Texte eintragen können, damit du sie immer sofort siehst. Das wird hier festgelegt. Okay, das waren die Projekteinstellungen. Dann gibt es hier hier den Überblick, wo du eben sagst, du kannst das Projekt teilen. Du kannst Aufgaben hinzufügen, du kannst hier die Zeitleiste anzeigen. Die ist jetzt bei dem Projekt nicht besonders spannend, weil ich das eben aktiv nicht nutze. Du hast hier die Zeiterfassung. Du siehst auch, wenn du mit der Maus drüber fährst, kommt auch immer der Erklärtext dazu. Hier kommen meine Aufgaben, was habe ich zu tun. Okay, vieles ist überfällig, gut, dann schnell wieder weggeklickt damit. Hier sind Benachrichtigungen, also wo habe ich mich auch wirklich benachrichtigen lassen. Hier gibt es eine Suchfunktion, wo du wirklich nach allem suchen kannst. Also wenn du zum Beispiel weißt, du hast irgendwo Funnel eingegeben zum Beispiel, dann gibst du einfach hier ein Funnel und er wird genau diese Aufgabe für dich finden, auch wenn sie in einem anderen Projekt zum Beispiel drinnen ist. Es ist projektübergreifend. Da sind deine Kontoeinstellungen hinterlegt. Hier ist ein Aufklappmenü, wo du siehst die Aktivitäten. Die kannst du natürlich jetzt auch Tags und so. Du kannst die Übersicht gestalten, wie es für dich passt. Nutze ich, wie gesagt, nicht so oft, weil dafür gibt es eben den Bereich der Agenda. Hier gibt es noch die Übersicht der Berichte, zum Beispiel alle offenen Aufgaben, bla 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 bla. Das ist eben auch projektübergreifend. Das war ein grober Einblick in Meistertask. Wenn das Tool für dich interessant sein könnte, teste es einfach, solange du möchtest. Den Link dazu findest du unter diesem Video. Wenn du, so wie ich, später die Komplettlösung nutzen möchtest, kannst du mit meinem Promocode kräftig Kohle sparen. Also viel Spaß beim Ausprobieren und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.